Lombok, die Nachbarinsel von Bali und noch ein echter Geheimtipp mit endlosen Stränden, türkisblauem Wasser und atemberaubenden Wasserfällen. Wir zeigen dir, was du auf keinen Fall in Lombok verpassen solltest. Hinter mir befindet sich eine verlassene Villa. Die Panorama von dort ist wirklich sehr, sehr schön. Dort habt ihr einen wunderschönen Blick auf den Strand. Jedoch muss man für ein Foto 10.000 Rupiah bezahlen. Ja, deswegen plant auf ihr Bargeld ein, falls ihr hier Fotos machen wollt. Wir machen gerade einen Zwischenstopp bei Malibu Hill und das ist tatsächlich der schönste Aussichtspunkt im ganz Westen von Lombok. Von hier aus kann man sogar die Gili-Inseln sehen. Das müsste nämlich Gili-T sein und da müsste Gili-Meno sein. Und bei ganz guter Sicht könnte man sogar Bali in die Richtung sehen. Wir sind beim nächsten Spot angekommen und zwar ist der Nipa Beach. Der Strand ist richtig schön, die Wellen sind sehr ruhig, eignet sich sehr gut zum Schwimmen, aber auch zum Schnorcheln. Man soll hier angeblich direkt Schildkröten am Strand sehen können. Leider haben wir keine Schwimmsachen dabei, deswegen können wir das heute nicht machen. Aber wir sind auch wegen einer anderen Sache hier, das zeige ich euch gleich. Hinter mir findet ihr eine Schildkrötenaufzugsstation. Die Schildkröten werden hier gerettet und wenn die alt genug sind, darf man die dann ins Meer freilassen. Und das machen wir heute. Es kostet an sich nicht, aber man kann hier eine kleine Spende dalassen. Ich habe mal nachgefragt, die Tiere sind ungefähr 2 bis 3 Wochen alt. Wir haben so viele, die haben hier ganze 3 Stück und wir haben hier nur ein Schiggi. Es geht gleich los. Zum Abschluss des Tages haben wir uns entschieden, zum Sengigi Beach zu gehen. Der Eintritt hat uns für 2 Personen und ein Moped 5.000 Rupiah gekostet. Von hier aus kann man einen sehr schönen Sonnenuntergang beobachten. Leider ist es heute ein bisschen bewölkt. Ich denke, an anderen Tagen ist es sogar noch schöner. Jetzt sieht der Sonnenuntergang richtig, richtig schön aus. Unser
zweite Tag beginnt in Bukit Selong. Das ist einer der schönsten Aussichtspunkte in ganz Sembalon und der Eintritt kostet auch nur 10.000 Rupiah pro Person. Von hier aus hat man nämlich eine super schöne Aussicht auf die perfekt angelegten Reisfelder und mit den Bergen im Hintergrund sieht es einfach so krass aus wie ein Gemälde. Die Fahrt hierhin hat 2 Stunden gedauert. Findet ihr, das lohnt sich? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Ich mache hier gerade eine kleine Mittagspause und ich habe mir ein Matcha Latte bestellt. Dazu gab es 2 Erdbeeren. Denn die pflanzen hier ganz frisch Erdbeeren an und hatten eine super schöne Aussicht über Erdbeerfelder und die Berge. Und was hast du dir geholt? Ich habe hier einen vietnamesischen Kaffee. Bin sehr gespannt, ob es gut schmeckt. Es sieht auf jeden Fall nicht so stark aus wie in Vietnam selber. Zum Essen habe ich mir jetzt noch eine Nudelsuppe bestellt und süßig gebratene Nudeln. Und das hier ist einfach unsere Aussicht, die wir gerade haben. Also hier unten sind Erdbeerfelder und da oben sind die Berge. Es sieht so schön aus, wirklich. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den nächsten 2 Spots und zwar sind es 2 Wasserfälle. Einmal das Sindangil Waterfall und der andere heißt Teo Kelep Waterfall. Die liegen relativ nah aneinander. Man muss auch nur ein Ticket kaufen. Wir sind jetzt hier beim ersten Wasserfall und es ist der kleinere von beiden. Der Vorteil hier dran ist, dass man theoretisch darunter duschen könnte, wenn man das will, da der Wasserdruck nicht so stark ist wie beim zweiten Wasserfall. Von hier aus kann man sogar schon den zweiten Wasserfall sehen und er ist wesentlich größer als der erste Wasserfall. Und das Coole hier dran ist, dass er auch natürliche Pools hat. Das heißt, man kann hier auch schwimmen. Der Wasserfall ist einfach so mächtig, dass ich nicht mehr unten drunter stehen muss und ich werde schon von hier richtig nass. Übrigens, wenn ihr keine Lust habt, zurückzulaufen, könnt ihr euch auch so einen Schwimmreifen ausleihen und zurückrutschen sogar. Hier ist der Kanal. Es ist richtig dunkel drin, da ist gar kein Licht. Zum ersten Wasserfall haben wir 15 Minuten gebraucht und zum zweiten 30 Minuten. Also insgesamt muss man 45 Minuten für den Hinweg einplanen und nochmal 45 Minuten für den Rückweg.
durch mit beiden Wasserfällen und der Eintritt hat übrigens 20.000 Rupiah pro Person gekostet. Wir haben vorhin hier vorne geparkt und man hat uns auch direkt angesprochen. Man wollte uns eine Tour verkaufen. Die Tour würde 500.000 Rupiah für eine Person kosten. Da hat man einen Tourguide, Snacks und Wasser mit der Begründung, dass die Affen sehr gefährlich und aggressiv da drin sind und der Weg auch sehr schwer ist und viele Touristen sich verlaufen und verloren gehen. Unsere persönliche Meinung, nein, es ist nicht schwer. Kann sein, dass ihr aggressive Affen trefft. Wir haben keine getroffen. Ich habe einen gesehen, der auf dem Baum gechillt hat. Also es ist wirklich machbar, alleine reinzugehen und es sind auch sehr, sehr viele alleine reingegangen. Unser dritter Tag beginnt hier im Süden von Lombok und zwar sind wir gerade beim Mawun Beach und das soll einer der ruhigsten und auch schönsten Strände hier in Lombok sein. Der Strand hier ist wirklich sehr ruhig. Ich bin nur ein bisschen weiter gelaufen und habe jetzt einen kompletten Abschnitt für mich alleine. Und dazu kommt noch, ich finde den Strand auch wirklich sehr sauber. Ich muss sagen, es ist einer der schönsten Strände, die ich hier bisher in Lombok gesehen habe. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Strand angekommen und das ist der Tampa Beach und der ist hier wirklich extremst menschenleer. Es sind hier maximal 20 Leute mit uns eingeschlossen. Der Strand hier ist auch extremst lang, also man kann hier auch sehr gut spazieren gehen. Schaut euch mal an, wie schön das einfach ist mit dem Licht im Hintergrund und die Berge. Das sieht richtig krass aus. Wir sind gerade bei Selong Belanak Beach und hier wollen wir heute Surfunterricht nehmen. Direkt als wir angekommen sind, kam einer zu uns und meinte, es kostet 1 Million für eine Person. Und das klang uns ein bisschen zu viel. Und wir meinten, wir kommen später wieder. Auf einmal sagt er, es kostet doch nur 500, wenn du willst. Und dann nennen wir einfach einen Preis, den du willst. Wir meinten einfach, nee, wir kommen später wieder. Sind dann an den Strand und jetzt haben wir uns in ein Restaurant reingesetzt, um uns erstmal was zu essen zu bestellen. Und die bieten hier auch Surfunterricht an. Und hier kostet das zum Beispiel nur 250.000 pro Person. Und der Laden hier heißt Müll Surf School. In dem Preis inklusive ist halt ein T-Shirt, ein Surfboard und halt 1 Stunde Unterricht. Wenn man danach noch ein bisschen länger surfen möchte, kostet es dann 50.000 pro Stunde. Falls ihr mal surfen wollt, könnt ihr unbedingt hierher kommen, denn das hier soll der einfachste Surfstrand in ganz Lombok sein. Man kann auch direkt vorne surfen, man muss gar nicht weit reingehen. Und falls ihr auch nicht surfen wollt, könnt ihr auch herkommen, denn der Strand ist wunderschön und extrem sauber.
Wir haben gerade 16 Uhr und wie ihr sehen könnt, ist es gerade Low Tide. Deswegen würde ich euch empfehlen, eher 9 Uhr frühs herzukommen. Da kann man am besten surfen. Aber wenn ihr 16 Uhr herkommt, da hinten ist ein anderer Strand und ich glaube, um 16 Uhr kann man sogar darüber spazieren. Wir sind jetzt gerade hier bei einem der beliebtesten Strände in ganz Kuta Lombok und das ist der Tanjoan-Strand, denn das Wasser hier ist unglaublich blau und man kann hier sehr gut surfen lernen. Früher waren hier richtig viele Warungs, also Restaurants. Die wurden aber vor kurzem leider alle abgerissen, um hier bald Resorts hinzubauen, was leider sehr schade ist. Und ich muss sagen, momentan liegt hier auch sehr viel Müll. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber es ist sehr verdreckt hier. Der Eintritt ist kostenlos, man muss nur fürs Parken 10.000 bezahlen. Der Platz ist übrigens nicht nur beliebt bei den Touristen, sondern auch sehr, sehr viele Einheimische sind hier. Da hinten seht ihr auch Wasserbuffet. Insgesamt würde ich empfehlen, nehmt euch was zum Sitzen mit, was zum Trinken, vielleicht ein Bier und genießt einfach die Aussicht. Hier sind auch richtig viele Ziegen unterwegs. Guck mal, wie viele das sind. Es sind sogar Babyziegen dabei. Wir haben uns nun auf der anderen Seite hingesetzt. Heute ist leider ein bisschen wolkig, aber die View ist wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Wir sind gerade beim Skylancing, denn man kann hier für nur 600.000 Rupiah pro Person paragliden und das wollen wir heute auch machen. Für 200.000 Rupiah mehr bekommt man sogar eine 360-Grad-Kamera dazu. Falls ihr kein Paragliding mögt, gibt es ja auch eine Möglichkeit, sich in einen Café reinzusetzen und einfach die Aussicht zu genießen. Wir haben den Termin um 17 Uhr gebucht zum Sonnenuntergang. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, aber ich habe ehrlich gesagt auch ein wenig Angst.
Flug ist jetzt vorbei. Es hat insgesamt 10 Minuten gedauert. Wie war die Erfahrung? Ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Adrenalinkick. Also es war schon sehr krass für mich, aber es sah auf jeden Fall richtig schön aus. Ja. Es ging schneller als gedacht. War ziemlich kurz. Würde ich zeitnah machen? Ich glaube erstmal nicht. Aber wenn man in Lombok ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig hier, finde ich. Ja. 31 Euro knapp. Woanders habe ich gelesen, kostet ungefähr 50 Euro, 60 Euro ein Flug. Also es ist schon auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Das war Lombok. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Und falls ihr noch mehr türkisblaues Inselfeeling wollt, schaut euch gerne unser Gili-Video an.